Wollt ihr wissen, was ich mit diesem ganzen Zeug hier vorhabe? Dann bleibt dran. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen How-To. Wie ich es euch versprochen habe, gibt es ein neues Video über den Setup fürs Dual Vlogging und da halt viele auch schon bei meinem letzten How-To, das war schon wahrscheinlich schon 2 Jahre her oder so, gefragt haben. Ich verstehe es immer noch nicht so ganz, versuche ich alles so gut wie möglich zu erklären, damit auch ihr das zu Hause machen könnt. Ich werde einmal euch zum Beispiel zeigen, wie halt im Oldschool-Style, wie ich es halt früher gemacht habe. Und dann werde ich euch zeigen, wie die neue Version aussieht, die ich halt dann auch mit der neuen Sena so verbauen werde. Wieso ich auf dieses Gerät switche, werde ich euch natürlich auch erwähnen oder zeigen. Das Ganze ist aber so, dass ich über dieses Gerät, wie soll ich sagen, den Namen oder so nicht groß sagen möchte. Also falls ihr so ein Gerät da rein verbauen möchtet und euch irgendwie 2 Kabel einsparen wollt, dann müsst ihr selber nachhaken, wo oder was das ist, wo man es findet. Aber ihr wisst ja anhand von meinem letzten oder vorletzten Video, was da abgelaufen ist. Und ich finde einfach, da ich für so eine extrem krasse Lieferverzögerung, und es tut mir leid Leute, aber Verkäufer und Käufer gehen einen Vertrag ein, in dem die Bestellung stattfindet oder vollzogen ist, und wenn der Verkäufer den Vertrag nicht einhält, sollte er irgendwie ein Stück dem Kunden entgegenkommen. Ist leider nicht passiert und deswegen will ich auch nicht irgendwie Werbung machen. Deswegen gibt es auch heute nicht irgendwie da oben die typisch unbezahlte Werbung, denn es ist keine Werbung. Was ich aber jetzt mal sagen kann ist, ich hatte ja halt schon im Vorhinein alles, also das Sena schon installiert. Kann auch jetzt schon dazu sagen, der neue Clip, den ich irgendwie cool fand beim Unboxing, finde ich jetzt beim Einbauen recht scheiße. Denn der ist so eng, also vielleicht mal mit der oberen Kamera, der ist so eng, das ist echt krass, um hier zwischen den Helm ranzukommen. Wiederum cool, weil dann sitzt der bombenfest. Aber zum Verbauen dauert es schon eine Weile und man braucht ziemlich viel Nerven. Aus diesem Grund habe ich das jetzt irgendwie nicht rausgenommen. Lass es dran, denn wie man halt wirklich normal ein Sena verbaut oder ein Cardo, ist es egal. Brauchen wir irgendwie nicht nochmal zu zeigen. Wie gesagt, mit dem Clip ran, die Lautsprecher ran, das ganze Kabel irgendwie verstauen und dann ist das okay. Ich habe extra noch eine zusätzliche Lampe hier oben montiert, damit ihr auch in den Helm schauen könnt. Wie gesagt, so sieht es aus ohne das Dual Vlog Gedöns. Jetzt kommen wir mal zu der altgebackenen Art. Nun ist es ja so, dass der neue Sena einen USB-C-Anschluss hat und dann kann man, wenn man einen AUX-Kabel, also respektive einen Klinkenstecker ranmachen möchte, gibt es eine Ersatzvariante. Der sieht dann so aus. Dann hat man hier einmal das Mikrofon vom Sena und dann guckt hier, so wäre das, eine Klinkenbuchse und dann kann man halt diverse Klinkenstecker ranmachen. Beim Oldschool Style ist es so, dass man hier
einen Y-Adapter braucht. Den Y-Adapter schließt man einmal mit den Lautsprechern, der ja eigentlich hier ran sollte, schließt man dieses Mal aber hier an. Dafür wird dann der Stecker vom Y hier reingesteckt. Dann kommt ein etwas spezieller Kabel, denn das Problem war bis jetzt immer, wenn man das so rangemacht hat, dass es dann bei den Aufnahmen die Lautsprecher übersteuert wurden. Also übersteuert, es war dann, das Gesprochene war ziemlich ein guter Ton. Das, was man aber gehört hat, zum Beispiel die Freunde, die Musik oder so, das war dann extrem laut. Oh, ich sollte vielleicht meine Mütze nach hinten nehmen, dann seht ihr es vielleicht besser. Um das zu umgehen, hat man solch einen Kabel dazwischen gesteckt, wo man dann halt hier Lautstärke anpassen konnte. Wieso ihr zum Beispiel in meinen letzten Videos die Kalimoto-Dame nicht gehört habt, war genau wegen diesem Ding. Ich habe es zu leise eingestellt. Also als ich beim Videoschnitt zu Hause saß und es extrem laut gemacht habe, also total übersteuert habe, habe ich die Dame gehört. Aber ich musste es natürlich wieder leiser stellen, weil in den Videos wäre das eine Katastrophe gewesen. Aus diesem Grund habt ihr dann halt nichts gehört. Das ist einzig und allein diesem Kabel zu verdanken. So, kommen wir wieder zum ganzen Zeug. Wie gesagt, hier Sena rein, dann kommt der hier. Lautstärke wird angepasst für die Lautsprecher. Dann haben wir hier einen zweiten Y-Kabel. Einmal hier und dann hat man hier zwei Büchsen oder Buchsen. Der eine kommt hier ran und dann wird beim Y einmal, das ist das Mikrofon für die GoPro, rangesteckt. Machen wir mal so. Und einmal ein Verbindungsstecker, der am zweiten Y-Buchse rankommt und dann in die GoPro reingeht. Wenn ihr jetzt das Ganze mal anschaut, dann sieht das so aus. Verbindungsstück von Sena zur GoPro. Lautsprecher. Dann werden diese Audio-Sachen oder die, was soll ich sagen, die Daten kommen hier rüber, hier entlang. Dann haben wir einmal das Mikrofon und einmal die GoPro. Mit dieser Verkabelung hier kommt alles zusammen und wird dann hier in der GoPro aufgenommen. Was wir jetzt machen, also Leute, ich hoffe, ich kann es irgendwie euch so erklären, dass ihr es nachvollziehen könnt. Ich weiß, es ist ein bisschen, ja, chaotisch. Vor allem, wenn man halt irgendwie mit Strom und so nicht klarkommt, dann ist das sowieso ein bisschen schwierig. Und ja, die ganze Verkabelung, es sieht wirklich wie ein Labyrinth aus. Aber ich hoffe wirklich, ich kann es euch irgendwie erklären, dass ihr es versteht. Was wir jetzt machen, das müsst ihr vorstellen. Wir haben hier das Sena. Hier sind die Hörer, also die Lautsprecher. So. Und dann einmal hier das Mikro für die GoPro. Und einmal, dass die GoPro alles zusammen hören kann und aufnehmen kann. Vielleicht mal so. Vielleicht, wenn es so hier steht, kommt ihr vielleicht raus. Ich mache mal das so, im Sinne von, hier wird es in den Helm gesteckt. Einfach mal so die Übersicht.
Ne? Schlussendlich geht einfach alles hier da rein. Was wir jetzt tun können, ist ja, uns ein bisschen Abhilfe schaffen und ein paar Kabel wegstreichen. Und zwar mit diesem Adapter hier. Ich habe es jetzt schon mal überklebt, damit man die Marke nicht sieht. Dieser Adapter ist dafür da, die Lautstärke der Hörer nicht übersteuert und zweitens man 2 Kabel sich einsparen kann. Und zwar sind das, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Müll. Zack. Zack. 2, ja, sogar 3 Kabel. Hä? Also die hier fallen weg. Wir haben hier einmal Line-In, einmal Speaker, einmal das Mikrofon und einmal die Kamera. Was wir ja hier schon vor uns haben, können wir machen. Ich muss kurz noch zum Mikrofon etwas erzählen. Ich habe hier das Mikrofon, das zur GoPro geht, einen TRS-Mikrofon respektive Stecker. Leute, fragt mich nicht, TRS und TRRS, keine Ahnung, ich kann es einfach so erklären. Der eine hat hier 2 Striche, das ist der TRS und der TRRS hat 3 so schwarze Striche. Kann ich hier zeigen. Also visuell ist das der Unterschied. Fragt Herr Google oder Herr ChatGPT, was es genau macht. Auf jeden Fall brauche ich hier einen TRRS-Mic. Habe ich nicht. Ich will jetzt auch nicht extra für das ein neues Mikrofon kaufen, weil die Mikrofone doch recht teuer sind. Aus diesem Grund habe ich hier von Rode einen Adapter. Der ist auch, ja, hat auch einen erschwinglichen Preis. Also kann man gut Geld sparen und muss nicht ein neues Mikrofon kaufen. Den stecken wir mal so ein. Dann kommt der hier ran. Zack. Mikrofon verbunden. Als nächstes kommt die Kamera. Zack. Und Kamera angeschlossen. Also von nun an sollte die Kamera durch dieses Mikrofon uns hören. Die Lautsprecher haben wir. Mal schnell weg mit dem Zeug hier. So, und dann können wir es ein bisschen mehr nach hier drüben versetzen. Als nächstes verbinden wir die Lautsprecher. Die kommen dann hier an. Zack. Wären die Lautsprecher auch schon dran. Und dann müssen wir nur noch das Sena mit dem Sena Mikrofon verbinden. Mikrofon geht ja schon in die Sena rein. Und da hat der Herr uns also respektive 2 Kabel schon mitgegeben, wo wir benutzen können. Dann stecken wir mal hier in die Buchse und dann einmal hier, Line in. So, nun ist alles miteinander verbunden. Und wie gesagt, das alles hier einmal, zweimal, dreimal kann weg. So, und dann können wir das hier mal hinten am Helm ranmachen, da wir hier hinten auch viel Platz haben. Am besten sollte das alles nach unten gucken und irgendwo, wo es nicht so stört. Ich glaube, hier hinten wäre es ziemlich gut. Vielleicht sogar ein bisschen weiter oben. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Ich würde jetzt wirklich mal sagen, wir machen es hier irgendwo ran. Das Mikrofon können wir auch hier mal auf diese Seite nehmen. Also hier geht es wirklich eher um Ausprobieren, Leute. Schaut unbedingt, ob wirklich alles steckt. Und können wir mal das ganze Zeug irgendwie verstauen. Ich würde jetzt mal sagen, den hier mal hier ran.
Und Leute, seid hier, auch wenn es ein bisschen mühselig ist, ein bisschen penibel, weil es wird dann auch, wenn ja der Kopf dann dran ist, auf dieser Kabel ein wenig Druck ausgeübt und wir wollen Kabelbruch vermeiden. Also ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass der irgendwie brechen würde, aber wir wollen es so gut wie möglich umgehen. Und dann will ich eigentlich die beiden Mikrofone miteinander ranmachen. Und zwar am liebsten so. Dann nehme ich mir einfach ein paar Kabelbinder, damit das Zeug an Ort und Stelle bleibt. Ja, einmal hier, weil ich will ja auch nicht, dass es allzu fest irgendwie wackelt oder so. Das wären dann alles irgendwelche Störgeräusche, die man dann verursachen würde, unbewusst, ungewollt. So, perfekt. Und dann, Leute, habe ich hier so einen Stoff rangeklebt, wie auch hier davon die Originalen von der Sena, die mitgeliefert werden, damit das ja dran bleibt. Für das habe ich halt hier so Kabel, Zeugs, die haften dann schön hier. Und dann hätte man noch etwas, das dann das Zeug irgendwie festhält. Und dann hier einmal Mikrofon und hier noch einmal. Und erfahrungsgemäß, Leute, ist mir halt einfach aufgefallen, man hat am wenigsten Windgeräusche, wenn man das GoPro-Mikrofon, naja, ihr könnt natürlich auch das Sena-Mikrofon einfach so weit wie möglich unten hat, am besten gleich über diesen Windschutz. Und natürlich nicht gerade vor den Einlässen hier. Dann habt ihr wirklich irgendwie den besten Windschutz. Ja, den haben wir gesagt, lassen wir hier. Und dann haben wir noch hier ein bisschen Restkabel. Den vom Mikro für die Sena schieben wir auch ein bisschen hier nach hinten. Ich hoffe so sehr, dass ihr das Zeug seht, was ich hier drin mache. Bevor wir alles zumachen, schauen wir nochmal, ob alle Kabel drin sind und nicht irgendwie beim Rumbasteln aus Versehen rausgezogen haben. Hier auch, lasst hier unbedingt genug Kabel, so dass es nicht auf Spannung ist. Die Wangenpolster, ich habe hier auch ein bisschen reingeschnitten, damit man dann auch hier schön wieder ja, in die Furche kommt. Hier wie gesagt ein bisschen ziehen. Schaut, dass es nicht gerade auch nicht allzu lang ist, weil wenn ihr dann irgendwie nicht am Aufnehmen seid, keine Kamera dran habt, stört es euch dann auch irgendwie und ihr wisst nicht wohin mit dem ganzen Kabel. Dann machen wir hier mal zu. Jetzt sitzt es. Hier natürlich auch alles wieder schön an Ort und Stelle. Und dann können wir auch gleich mal das Zeug anschließen und testen. Jetzt müsste eigentlich auch alles funktionieren. Also ihr solltet mich jetzt gut hören. Man sollte auch etwas sehen können. Und jetzt, ja, wir könnten mal kurz testen.
Vielleicht geht es während dem Aufnehmen, dass ich da Musik abspielen kann. Scheiße, jetzt habe ich aber Probleme. Am besten lizenzfreie Musik. Also Leute, das müsstet ihr jetzt auch hören können. Und wie gesagt, ihr solltet die Musik hören, aber auch mich hören können. Und natürlich hat es die Aufnahme abgebrochen, als ich Musik abgespielt habe. Aber ich hoffe, dass die GoPro aufgenommen hat. Also Leute, sehen könnt ihr natürlich nichts, denn ich hatte Kappe von der Linse noch dran, also sorry. Evet arkadaşlar, das war dann auch schon der Kabelsalat. Ne, das war dann auch schon das How-To, wie kann man ein Helm oder das Sena und die GoPro DualVlog tauglich machen. Ich hoffe, es war nicht allzu kompliziert. Ich hoffe, ihr konntet auch sehr vieles sehen. Ich habe wirklich so gut wie möglich alles irgendwie probiert, euch das so verständlich wie möglich zu erklären. Ich bin halt selber auch kein Stromer oder so und ja, weiß vielleicht auch nicht irgendwelche Begriffe, um es irgendwie verständlich rüberzubringen. Also falls ihr es nicht kapiert habt, liegt es wahrscheinlich an mir. Aber ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen. Der Adapter ist halt einfach eine kleine Spielerei. Es erleichtert euch ziemlich viel. Ich werde jetzt trotzdem irgendwie noch unbezahlte Werbung einblenden, damit ich wirklich abgesichert bin und keine Probleme kriege mit YouTube. Aber ja, also ein Muss ist das Ding nicht. Man kann es halt auch noch auf die alte Weise machen. Muss dann halt einfach immer wieder ein bisschen rumpröbeln. Ein bisschen lautstärker spielen, wieder aufnehmen, gucken, ob man sich irgendwie hört, wenn man spricht und ob man irgendwie zum Beispiel die Musik hört und dann immer wieder ein bisschen spielen und dann geht's schon. Also ist eigentlich keine Hexerei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und wenn ihr wollt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob ihr es verstanden habt und ob ihr es selber auch mal versucht. Falls ja, schreibt mir auch, ob es geklappt hat. Würde mich wirklich sehr interessieren, Wunder nehmen. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Und danke, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da, abonniert den Bums und wir sehen uns im nächsten Video. Güle güle!